Ja, hallo. Mein Name ist Martina Jakschik. Ich bin Gesellschafterin der Jakschik OLT-Gruppe. Bin seit 2002 im Unternehmen tätig und von Beruf bin ich Bauingenieur. Von mir auch ein freundliches Hallo. Mein Name ist Christian Jakschik. Ich habe im Januar 1994 das Unternehmen OLT gegründet und habe das bis vor knapp 9 Jahren auch geführt. Wenn ich an die erste Zeit zurückdenke, dann fallen mir viele Dinge ein. Es fällt mir schwer, das auf weniges zu begrenzen. Mit der Wende kam natürlich die Idee, die Vorstellung auf, könnte man sich nicht selbstständig machen, könnte man nicht sein eigener Chef werden. Ich habe das auch intensiv überlegt in den ersten Jahren nach der Wende, also 90 bis 93. Dann gab es aber ein entscheidendes, eher frustrierendes Erlebnis auf der A2, wo ich zu dem neben mir sitzenden Sepp Ulver gesagt habe, quasi Mitgründer der Firma, wollen wir es nicht alleine machen. Ich habe einfach die Nase voll. Wir haben uns gemeinsam überlegt, wie man hier so eine Firma zum Leben erwecken kann. Bin zum Gewerbeaufsichtsamt gegangen und habe das Unternehmen angemeldet. Wir wollten irgendwann mal auf 7 Mitarbeiter kommen in den Jahren. Von den 3 Ideen war nach 2 oder 3 Monaten nichts mehr übrig. Alle waren gescheitert aufgrund verschiedener Umstände. Wie hast du das damals gesehen, als ich mit der Idee kam, ich mache mich selbstständig, ich melde mich arbeitslos und es geht los? Also ich war da natürlich nicht begeistert davon. Andererseits hatte ich aus meiner Tätigkeit in dem Ingenieurbüro im Bauwesen eine relativ sichere Arbeit, sodass ich dem eigentlich zustimmen konnte. Er hätte es ja sowieso gemacht. Genauso war es wichtig, dass ich Lieferanten hatte, die zu mir als Newcomer Vertrauen hatten. Dazu zählt die Firma Frankenberger Maschinenanlagenbau mit Herrn Brandt und Herrn Frank. Dazu zählt insbesondere aber auch die Firma Karl Klein. Denn das will ich auch noch erwähnen. Um überhaupt zum Laufen zu kommen, konnte ich Handelsvertreter der Firma Karl Klein für Ventilatoren in Ostdeutschland werden. Das hat, denke ich, beiden Firmen Vorteile gebracht, war Synergieeffekte. 2001 dann ein ganz wesentliches Element, wir dieses Gerät für unser Unternehmen entwickelt haben. Das war der sogenannte Jumbo, also ein Gerät mit besonderer Formgestaltung. Wir haben dazu das Design von einem dänischen Designer gekauft und haben dann gemeinsam mit ihm die Umsetzung in der Entwicklung vorgenommen. Da hat es dann Reisen gegeben nach Flensburg. Wir haben im Hotel dann die Entwicklungsberatung geführt. Das war teilweise in Italien. Das war abenteuerlich. Und das hat auch dann dazu geführt, dass das Unternehmen ganz anders am Markt wahrgenommen wurde. Wir sind hier in Dänemark zu Gast bei Hanne und Peter Scherbart. Wir kennen uns, ich denke, seit 1992, 93. Wir lernten uns kennen bei einer der ersten Leipziger neuen Messen, der Terratec. Trotzdem kann ich hier sagen, dass wir ja eine Firma angetroffen haben, die zwar nicht sehr groß war, aber in der wir Möglichkeiten gesehen haben, dass sie sich entwickeln wird, weil die Person, mit der wir sprachen, uns den Eindruck gegeben hat, dass wir hier nicht an der falschen Seite liegen, sondern wir einen zukünftigen Partner bekommen, der sich wahrscheinlich und sicher entwickeln kann in dem Gebiet, in dem wir erwarten, dass er seine Umsätze macht. Lieber Peter, dann gab es aber noch einen ganz, ganz großen Schritt für OLT, eine Erfolgsgeschichte. Was könntest du dir vorstellen, was war das? Ich kann mir nur vorstellen, dass es sich hier um ein Gerät handelt, was heute auf vielen, vielen eurer Seiten steht, nämlich der Filtertrolley Jumbo. Wir haben in Gesprächen in Dänemark, in Flensburg, in Hamburg und in Kittlitz Beratungen miteinander geführt. Du hast uns mit dem Designer von diesem Gerät zusammengebracht. Und Herr Reichmann hat sich sehr engagiert für die Entwicklung und wir konnten innerhalb von 7, 8 Monaten diesen Jumbo zur Marktreife bringen und konnten in der Folge mit diesem Gerät viele, viele Interessenten dazugewinnen. Erinnern Sie sich noch an die Treffen vielleicht? Ich erinnere mich sehr gut an die Treffen. Wenn man ein neues Gerät auf den Markt bringen will, muss viel diskutiert werden, damit nachher auch ein komplettes Produkt wirklich präsentiert wird. Ich wünsche der ULT jetzt mit den
neuen, vielen zugewonnenen Produkten, die es gibt in dem Produktprogramm von ULT, dass es positiv, effektiv, effizient weitergeht und wünsche Ihnen einen großen Erfolg damit. Ich habe den Werdegang auch im Gebet begleitet und ich wünsche der ULT wirklich eine Zukunft, dass sie auf dem Markt bleiben können, dass sie diese ganzen Wirrnisse jetzt überstehen, denn sie sind ja Arbeitgeber für viele Leute. Ich bin dankbar, dass es diese Firma hier gibt und ihr habt ja wirklich was geleistet. Was ich der ULT wünsche, ist, dass sie in den nächsten Jahren, Jahrzehnten genauso erfolgreich weiterarbeiten kann, wie sie das bisher getan hat. Und wir wünschen alles Gute. Ich komme euch besuchen. Türe auf, niemand gesehen, nur blauer Nebel. 4 Männer, rauchend wie die Schornsteine, haben dort etwas auf die Beine gestellt, was ich nicht ganz verstanden habe, was ich aber großartig fand. Ich bin mit dem Unternehmen genauso gewachsen. ULT ist ein Stück meines Lebens. Das ganze Elbaron-Team wünscht euch allen einen tollen Geburtstag. Von der kleinen Garage her bis jetzt zu der großen und schönen Firma. Viel Erfolg für die Zukunft und bleibt wie ihr seid. Viele und liebe Grüße aus der Schweiz. Was mich verbindet mit ULT ist das kleine Zauberwort dranbleiben. Ich wünsche euch allen und besonders der Familie Jakschik weiterhin vor allen Dingen Gesundheit, immer ausgefallene Ideen und uns allen natürlich Frieden. In the past 18 years, we got success and we are happy to be a member of the ULT family. We would like to say Happy Birthday, ULT, more success in the future. Seit über 20 Jahren arbeite ich mit der ULT zusammen. In dieser Zeit haben wir viele schöne Projekte umgesetzt. Wollen wir uns ganz herzlich bei dem gesamten Team der ULT AG bedanken für die bisherige Zusammenarbeit und freuen uns auch schon auf die zukünftigen weiterhin anspruchsvollen Projekte. Es gilt, diese Innovationskraft und diesen Erfindergeist beizubehalten. Das wünschen wir der Familie Jakschik. Herzlichen Glückwunsch zu ihrem Firmenjubiläum, hier stellvertretend für Legner und Bellmann Partnerschaftsgesellschaft. Dankeschön. Ja, was wünsche ich der ULT? Dass auch die nächsten 30 Jahre lang die Luft nicht knapp wird. In dem Sinne wünsche ich Ihnen allen, liebe ULT-Mitarbeiter und der Familie Jakschik, alles Gute zu diesem grandiosen Jubiläum. Wir pflegen einen offenen und ehrlichen Austausch über alle Themen, die aufkommen und finden stets eine Lösung, mit der alle Seiten zufrieden sind. Wir wünschen dem Hause ULT, dass ihr so erfolgreich bleibt, wie ihr seid, dass ihr euch immer wieder neue Ziele setzt und diese dann auch erreicht. Aber schließlich das Wichtigste von allem, wir wünschen euch Gesundheit und Zufriedenheit. Ich bin heute nach wie vor dankbar für solche Partner wie die Firma IVH, Herrn Henning, die Firma Keller, Herrn Richter, Firma Kresslak, KLS Kresslak, Herrn Kresslak und Frau Kresslak und viele andere, die ich kaum erwähnen kann. Wir hatten ja 2008, 2009 nochmal eine schwierige Situation, die für mich nicht so dramatisch erschien, wo aber zum Beispiel mein engster Mitarbeiter Wolfgang Richter, ja nicht nur Mitarbeiter, Wolfgang Richter ist quasi immer Mitchef gewesen, sagt, er hat das als schlimmer empfunden, so unterschiedlich ist das. Mein Name ist Wolfgang Richter. Ich leitete bei der ULT AG fast 20 Jahre den nationalen technischen Vertrieb. Meine Tätigkeitsfelder habe ich vor kurzem dem Nachfolger übergeben und mich in den Altersunruhestand verabschiedet. Dies mit einem guten Gefühl. Diese 30 Jahre Tätigkeit bei der ULT AG sehe ich als mein berufliches Lebenswerk an. Dies beginnend in einem kleinen Fabrikgebäude zu dritt mit einer gewissen Goldgräberstimmung, nicht hundertprozentig wissend, was auf einen zukommt, bis hin zur Tätigkeit in einem mittelständischen Unternehmen der ULT AG. Ich wünsche der ULT AG, so wie in der Vergangenheit, immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, um ihre innovativen Absaug- und Filterlösungen platzieren zu können. ULT AG, recht herzlichen Glückwunsch zum 30. Dir und deiner Belegschaft. Alles Gute. Wir hatten das große Glück, dass wir immer sehr zuverlässige Mitunternehmer zum Teil. Ich denke hier insbesondere an den Wolfgang Richter und an den Andreas Reichmann, damals noch fast Neuling im Unternehmen, sprang ein für den leider verstorbenen Sepp Ulver und hat auch diese Situation gemeistert, hat kurzfristig auch dort die Fertigungsleitung übernommen, hat die Entwicklung dann weitergeführt. Das sind schon alles ganz wesentliche Elemente.
Hallo, ich bin Andreas Reichmann, gelernter Umweltschutzverfahrenstechniker und Maschinenbauer. Mit ULT verbinde ich einfach die Familie Jakschik. Angefangen bei Christian und Martina Jakschik, Stefan und Alexander als Jugendliche und jetzt als meine Chefs immer mit dabei. Was mich so lange als Techniker bei ULT begeistert hat, ist, dass ULT stets nach Neuem strebt. Wir sind ständig vorn mit dran. Die Herausforderungen sind Aufgaben, die uns unsere Kunden stellen, die weit vor dem jetzigen Stand der Technik sind und das, auch wenn wir nur filtrieren. Bleibt so, wie wir jetzt sind und lasst uns nie die Neugier verlieren oder weiter gierig nach Neuem bleiben. Danke, dass ich Teil der ULT AG, ein ULTianer sein darf. Was wird denn außer dem Unternehmen, wenn ich dann mal planmäßig etwas zurückziehe? Und da war es glücklicherweise so, dass am Anfang insbesondere der Stefan das Interesse hatte, das Unternehmen weiterzuführen. Wir haben jahrelang Gespräche geführt. Wir sind zum Skiurlaub gefahren, haben während des Skiurlaubs diskutiert. Der Alexander hatte sich dann auch überlegt und gesagt, ja, er macht den Schritt. Und so waren wir in der glücklichen Lage, das Unternehmen 2015 in die Hände unserer Söhne zu übergeben. Ich denke, ich kann für uns beide sprechen. Sehr, sehr froh über diese Lösung, wobei wir, muss ich auch sagen, immer mitleiden mit den vielen Problemen, mit denen heute so ein Unternehmen zu kämpfen hat. Mein Name ist Alexander Jakschik, Vorstand der ULT AG. Hallo, mein Name ist Stefan Jakschik, Vorstand der ULT AG. Was mag ich an ULT? ULT ist ein Ort, an dem sich jeden Tag Menschen begegnen und Großartiges erschaffen. Vor allen Dingen aber Lösungen, mit denen Menschen an ihrem Arbeitsplatz gesund arbeiten können und vor allen Dingen Produktionsprozesse produktiver laufen können. Und vor allen Dingen schätze ich daran, dass wir jeden Tag interessante Menschen treffen, seien es Kunden oder Partner, die mit an unserer gemeinsamen Mission arbeiten. Und wenn ULT ein Mensch wäre, dann wäre er für mich zuverlässig, seriös, voller Ideen und sportlich ambitioniert. Seit ich die ULT kenne, schon als Jugendlicher bis heute, erkenne ich die ULT als ein Unternehmen, was sehr, sehr ausdauernd handelt. Und wir haben einen fast schon penetranten Qualitätsanspruch bei allem, was wir tun. Mich fasziniert jeden Tag aufs Neue das vorausschauende Arbeiten, die Freude an Innovationen, das Bestehende zu hinterfragen und immer wieder Neues an den Markt zu bringen. Und besonders freut mich, dass es uns allen gelungen ist, über Jahre immer wieder respektvoll und offen miteinander umzugehen.